So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar wieder mal zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Dieses Mal mit der ersten richtigen Anwendung, die auch schön visuell ist, genauso wie wir es gerne haben, und zwar selbst programmiert. Das Ganze machen wir wieder mal wie üblich in Python, und wir werden hier dieses Mal ein Labyrinth programmieren, inklusive der Lösung. Und die Lösung, kleiner Spoiler, die machen wir selbstverständlich mit einer Tiefensuche. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ihr könnt das Ganze absolut frei verwenden, wenn ihr wollt. Also das heißt, ihr könnt das Ding von mir aus gerne benutzen, um eigene Labyrinthe zu produzieren. Sogar gerne, wenn ihr wollt, irgendwie umschreiben, damit das Ganze Minecraft-Labyrinthe produziert und dort eine Lösung einbauen, wenn ihr das wollt. Ich hoffe, ihr macht das. Schickt mir bitte Screenshots über Twitter zum Beispiel. Und ja, oder nicht nur Screenshots, sondern tatsächlich Fotos von dem, was ihr da gemacht habt. Ich freue mich auf eure Lösung. So. Versucht auch immer mal wieder mich abzuschalten, beziehungsweise aber mich zu pausieren und dann eben eure eigene Lösung so ein bisschen reinzupacken. Gut, wir werden das Ganze hier der Einfachheit halber mit Turtle-Grafiken machen. Ich habe dazu auch ein kleines Video in meiner Python-Playlist, weil die einfach super geil sind. Und ja, genau, wir wollen erstmal hier so anfangen und sagen hier, okay, Window, ich sollte vielleicht das i nicht vergessen, ist gleich Turtle.screen. Groß geschrieben. Damit bekommen wir erstmal ein Bild. Ja? Das können wir jetzt hier auch ein bisschen manipulieren, indem wir hier irgendwelche Farben setzen, Background Color zum Beispiel. Die machen wir jetzt hier mal auf schwarz, damit wir das einfacher lesen können. Und dann könnt ihr noch einen Titel von mir aussetzen. Wir nehmen das jetzt hier. Title setzen wir auf Tiefensuche im Labyrinth. Okay, und natürlich brauchen wir noch ein kleines bisschen die Koordinaten, das heißt, wie groß soll das Ganze werden? Und zwar machen wir das jetzt hier 1600 mal 900, das habe ich einfach ausprobiert und dementsprechend ein bisschen angepasst natürlich. Und ja, jetzt brauchen wir verschiedene Stifte sozusagen, das heißt, wir bauen uns hier erstmal eine Klasse Wall für ja, die Wand, die wir bauen wollen. Das ist dann Turtle.turtle. Das ist eine Turtle, die uns sozusagen die Wand malt, okay? Und die schreiben wir als dev-init. Die bekommt Turtle. Was ist denn mit diesem Tupel heute los? Turtle.turtle.init. Das müsst ihr einfach übernehmen, damit ihr die Schildkröte sozusagen aufbaut. Und wir wollen das Ganze per Dot-Verfahren machen. Das heißt, wir setzen quasi einzelne Punkte, damit wir auch schön sehen können, wo wir eigentlich durchlaufen und wie wir uns entscheiden. So, das heißt self.shape. Die setzen wir auf Square, da haben wir nicht wirklich eine Wahl. Und damit man es auch gut vom Hintergrund unterscheiden kann, habe ich mich hier für die Farbe Weiß entschieden. Ist irgendwie naheliegend, würde ich behaupten. Und ja, wenn wir damit fertig sind, wollen wir auch immer noch den Pen Up ausführen und die Turtle stoppen, damit sie nicht weiterläuft. Das heißt, wir setzen den Speed der Turtle auf 0. Das bedeutet so viel wie wir setzen einen weißen Punkt. Okay, also wir setzen einfach nur einen weißen Punkt auf der Landschaft und dann hören wir wieder auf. Das heißt, wir nehmen den Stift nach oben und wir fahren auch nicht weiter. Das heißt, wir bleiben quasi genau so, wie wir jetzt sind. So, das Ganze kopieren wir jetzt uns einfach mal ein bisschen. Klar, wir könnten das jetzt auch mit Vererbung machen, aber ich glaube, das Ganze hier ist schon komplex genug. Wir schreiben uns jetzt noch eins für grün, damit wir hier was Grünes haben, was wir noch benutzen können. Green. Und wir nehmen hier noch eine rote mit. Rot für Signalfarbe. So. Und ja, jetzt haben wir im Endeffekt schon die Grundlagen hier fertig. Das sind im Endeffekt unsere Fußstapfen sozusagen, mit denen wir die einzelnen Kästchen von unserem Labyrinth darstellen wollen. Also die einzelnen Segmente. Wir werden gleich noch sehen, wie das Ganze dann fertig aussieht. So, jetzt habe ich für euch ein Labyrinth schon vorbereitet. Ihr dürft ganz gerne das selbst machen. Ich will euch kurz zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar ist das unser Labyrinth am Ende, wobei ich das noch ein kleines bisschen im Code dann modifizieren musste. Wie wir hier sehen können, es ist ein sau kleines Bild, ja. Und dieses sau kleine Bild, das ist im Endeffekt unser Labyrinth. Das habe ich versucht dann zu konvertieren in Einsen und Nullen. Das erspare ich euch jetzt. Das abgetipselt, das braucht wirklich keiner. Das hat einfach nur wirklich Stunden gedauert und deswegen kopieren wir uns das jetzt einfach mal. Das ist unser Labyrinth, okay?
Da können wir quasi überall lang gehen. Wir haben hier einmal den Startpunkt, wir haben den Endpunkt, wir haben 1 für Wege und 0 haben wir für Wände. Und ja, das ist im Endeffekt unser Labyrinth. Das können wir jetzt wunderbar verwenden und jetzt müssen wir es nur noch zeichnen. So, und genau, das wollen wir als allererstes mal tun. Dann sehen wir auch, was ich erreichen möchte. Das heißt, wir sagen jetzt hier Paint Patin, das kommt wahrscheinlich von Putin, Paint Maze. Und das soll natürlich unser Grid übernehmen. Die Dinger nennt man eigentlich immer irgendwie Grid, ich weiß nicht warum. Und ja, hier sind jetzt tatsächlich auch wieder ein paar meiner Erfahrungswerte drin, beziehungsweise ich habe es natürlich alles ausprobiert. Ihr müsst dann schauen, wie ihr das richtig platziert, falls euer Labyrinth ein bisschen größer ist. Aber wir fangen mit Y an. Und das heißt vor Y, X- und Y-Koordinaten quasi. Wir fangen zuerst mit der Y-Koordinate an, weil Y sind sozusagen meine Zeilen hier. Also das hier ist ja einfach nur eine Liste aus Listen, ja. Das ist ein String und ein String ist im Endeffekt eine Liste. Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Das heißt, wir haben hier eine Liste aus Listen. Das ist eine Liste und das Ganze drumherum ist eine Liste. Und wir wollen natürlich, dass das hier, also quasi neue Zeile, ja, ist quasi eine neue Y-Koordinate, eine neue Koordinate in der Höhe. Also wir wollen danach nach unten gehen. Ja, das heißt, wir sagen hier, okay, wir gehen mit Y, fangen wir an, in len von Grid, weil das ja eine zweidimensionale Liste ist hier. Und dann sagen wir hier for x in range len von Grid. Wunderbar. Und ja, jetzt können wir hier tatsächlich hergehen und eigentlich schon unseren Buchstaben auslesen. Das machen wir mit char ist gleich Grid von y von x. Ist leider verschoben, wie gesagt, aber so konnte ich mir dann hier auch noch ungefähr vorstellen, wo man durch kann, weil wenn man hier diese Einsen verfolgt, dann kann man sich das Ganze so vorstellen wie ein kleines Labyrinth hier. Und unser aktueller Buchstabe ist eben dieses char. Und jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wenn unser Buchstabe, fangen wir einfach an. Wenn unser Buchstabe gleich S ist, dann printen wir ihn einfach aus, weil ich gerne wissen möchte, wo unser Startpunkt ist. Das heißt, wir wollen hier Y, beziehungsweise wir geben aus Start x ist gleich plus x, plus String von x, damit wir das nachher auslesen können. Und dasselbe machen wir für den Endpunkt, weil ich, wie gesagt, ich bin zu faul gewesen, das am Anfang auszurechnen, beziehungsweise abzuzählen. Und, achso, ich sollte vielleicht noch die Y-Werte ausgeben. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, wir können das hier auch eigentlich so auswerten. Okay, und unser Ende, den bekommen wir natürlich mit End x und End y. Und den haben wir hier. So, das sind die beiden, die wir separat behandeln müssen. Beide Wege sind allerdings trotzdem passierbar. Das heißt, beides sind trotzdem Wege. Also fangen wir hier an und sagen, okay, wenn unser if char gleich 0, dann ist es eine Wand offensichtlich. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, wir zeichnen Wand. So, wie machen wir Wand? Naja, wir sagen hier Wall. Wall müssen wir erst noch definieren. Ja, das machen wir gleich. Also die Wall, der Pinsel, den wir oben definiert haben, den wir noch initialisieren müssen, den bauen wir uns. So, und jetzt müssen wir irgendwie die Koordinaten auslesen. Das heißt, wir brauchen hier irgendwie Screen X und Screen Y zum Zeichnen einfach von diesem Pinsel. Dann wollen wir natürlich Wall.Stamp haben. Das ist quasi von der Turtle eine Option. Einmal draufdrücken und dann wieder loslassen. Und dann wollen wir hier weitermachen. So, jetzt müssen wir aber zuerst mal Screen X und Y definieren. Und die bekommen wir jetzt durch eine gewisse Größe. Und ja, die berechnen wir jetzt hier einfach mal. Die nehmen wir nämlich als folgendes. Und zwar Screen X. Wie gesagt, das sind jetzt Werte, die habe ich einfach ausprobiert, sodass es einigermaßen gut aussah am Ende. Das heißt, wir fangen 700 nach links an und dann sagen wir x mal 24. Das sah eigentlich relativ gut aus. Und Screen Y sieht gut aus, wenn wir das auf 400 minus, Entschuldigung, da fangen wir auf der anderen Seite an, minus y mal 24 setzen. Dann haben wir 24 auf 24 Pixelgröße, das ist eigentlich relativ gut. So, jetzt machen wir dasselbe noch mit einer 1. Achtung, bei der 1 kommt auch rein, dass wir einen Endpunkt haben, das heißt, oder unser char ist gleich e
Wobei für N könnten wir noch einen anderen Buchstaben oder noch eine andere Farbe nehmen. Das heißt, wir sagen hier, unsere Wand ist, unsere Wand brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur unser E, weil unser Hintergrund, beziehungsweise unsere Einsen sind ja Wege, das heißt, die sind einfach keine Wände, das heißt, die bleiben schwarz, da müssen wir gar nichts machen. Für unser E sagen wir aber, wir wollen das Ganze grün haben, da wollen wir hin. Green. Und das müssen wir auch noch initialisieren. Und für unser Startpunkt sagen wir wollen das Ganze rot haben. Und genau alles sonst gleich gemacht. So, und ja, jetzt brauchen wir nur noch ein paar wenige andere Dinge. Und zwar sowas wie eine Initialisierung über eine Main-Funktion zum Beispiel. Das heißt, if name gleich main, Bodenstrich, Bodenstrich, main, Bodenstrich, Bodenstrich, Doppelpunkt. Dann machen wir Folgendes. Und zwar als erstes Mal bleibt die Wall eine Wall. Das ist quasi eine Turtle für uns, die Sachen malen kann. Dann haben wir einmal red ist gleich red. Und dann haben wir green ist gleich green. So, das sind die 3 Stamps, die wir hier verwenden. Und ja, jetzt können wir hier direkt eigentlich schon sagen, wir wollen das ganze Ding erstmal, beziehungsweise, ja, ich glaube, wir können das ganze Ding schon mal kurz zeichnen. Das heißt, wir machen hier einmal kurz Paint Maze und fügen uns das Grid rein. Und dann gucken wir uns das Ganze erstmal an. Und ja, das sieht dann folgendermaßen aus. Achso, ja gut, ich sollte vielleicht... achso, ich habe hier oben was vergessen. Und zwar darf ich natürlich nicht in Len von Grid laufen, sondern nur in Len von Grid von Y. So, das heißt, wir wollen natürlich hier bedingt zeichnen. So, und jetzt sehen wir schon, wie das aussieht. Wenn wir das hierher setzen, dann sehen wir hier, okay, das Grüne wurde irgendwie schon gezeichnet. Was ist denn hier passiert? Das Grüne wurde gerade richtig hingesetzt. Und ja, jetzt muss ich noch was einfügen, damit sich das Ding nicht direkt wieder beendet. Das heißt, wir müssen ganz kurz warten. Window.exit on click, sonst verendet unser Windows sofort wieder. So, lasst mich das so schieben, dass ihr das wunderbar sehen könnt. Stört euch nicht an dem grünen Punkt, der kommt gleich weg. So, wunderbar. Okay, was wir jetzt hier offensichtlich sehen ist, wir haben hier unten unseren roten Startpunkt und wir wollen zu diesem grünen Ding. Und das ist im Endeffekt unser Maze. Und ja, das ist tatsächlich auch schon unser großer Anwendungsfall hier. Das heißt, wir haben jetzt unser Maze geschrieben. Baut euch mal selber irgendwelche Mazes und wir wollen jetzt natürlich noch kurz die Suchfunktion einbauen, die mit einer Tiefensuche funktioniert. Das heißt, ja, das machen wir jetzt. So, ich habe ganz kurz noch ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Nur ganz kurz, die weißen, wie gesagt, sind die Mauern, die schwarzen sind die Wege, wo wir durch dürfen. Rot ist unser Start, grün ist unser Zielpunkt und ich habe im Code mal ganz kurz kleine Änderungen vorgenommen. Und zwar, ich habe hier noch natürlich Ende und Start von X und Y jeweils ausgegeben, sowohl wie auch das Grid, also die Größe von dem Grid. Und zusätzlich habe ich überprüft, ob die wirklich alle gleich groß sind. Und ja, sie sind alle gleich groß. Das heißt, in X-Richtung haben wir 34, in Y-Richtung haben wir 35 Länge. Und ich habe das Ganze noch ausgelagert hier in eine Paint-Blob-Methode, damit wir hier das Ganze einfach auch schön zeichnen können. Denn das werden wir jetzt gleich brauchen. So, jetzt lasst uns unsere Tiefensuche beginnen. Dev-Tiefensuche. Und ja, was brauchen wir denn alles? Naja, wir brauchen selbstverständlich unser Grid. Beziehungsweise, nein, eigentlich ist Grid global. Eigentlich können wir Grid auch rauslassen. Aber was wir definitiv benötigen, ist unser Start X. Das wäre dann in dem Fall 10. Das haben wir hier unten gerade festgelegt. Und unser Start Y. Ich lege das jetzt extra mal hier in diese Parameter mit rein, damit man das im Notfall auch noch ersetzen kann, beziehungsweise rausschmeißen kann. Start Y wäre 33. Und dann haben wir End X, das ist 33 und End Y, welches wiederum 32 ist. So, da wollen wir hin und bei Start fangen wir selbstverständlich an. Okay, was wir jetzt hier haben, ist eine, naja, nicht direkt ein Graph, aber wir haben diese Blobs hier, ja, wir haben diese einzelnen Elemente hier drin und wir können jedes davon als eine Kante betrachten, einen Knoten quasi betrachten und von unserem Startpunkt aus sind zum Beispiel die Wege möglich nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten.
Das sind Kanten, meine Damen und Herren. Wir haben hier also eigentlich eine Graphenstruktur. Denn ja, Start ist ein Knoten, die 0 nebendran ist auch ein Knoten. Und Start auf 0 ist eine Kante. Es gibt für jeden Knoten nur genau diese 4 Kanten, beziehungsweise für die Randknoten sogar nur eine Kante. Und ja, dementsprechend haben wir natürlich hier genau die Möglichkeiten, die wir auch bei einem Graph haben. Das heißt, wir können das hier mehr oder weniger übernehmen. Das heißt, was wir auch noch definitiv brauchen, ist eine Def-Bodenstrich-Tiefensuche. Ihr erinnert euch hoffentlich noch an letztes Video, beziehungsweise an das Video, wo wir die Tiefensuche im Graph implementiert haben. Dort hatten wir dann genau dasselbe. So. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich setze mir das komplett global hier oben ganz vorne dran, damit die alle fest sind. Damit ich die nicht ständig als irgendwelche Parameter übergeben muss, damit das auch einfach so gesetzt werden kann. Okay, und ja, jetzt haben wir hier natürlich mit unserem Startpunkt, da rufen wir erstmal den Algorithmus auf. Aber was wir natürlich haben, oder was wir natürlich müssen, ist, wir müssen das Grid sozusagen klonen. Das heißt, wir brauchen dieses Visited, ja. Und zwar definieren wir uns das natürlich auch wieder als Liste aus False, weil wir noch keinen einzigen Knoten getroffen haben sozusagen, mal die Länge aus unserem Grid. So, was jetzt allerdings passiert ist, jetzt haben wir nur die Y-Richtung. Ja? Das heißt, wir sind hier noch nicht in X-Richtung gegangen und die X-Richtung ist natürlich auch sehr wichtig. Das heißt, was wir hier brauchen ist, wir brauchen nochmal das Ganze, mal die Länge aus Grid von 0 zum Beispiel, weil die sind ja alle gleich lang. Das heißt, wir können hier jedes nehmen, was wir wollen. Und ja, dementsprechend bekommen wir hier ein sehr interessantes Grid raus. Ich werde jetzt mal das Paint Maze, werde ich jetzt hier mal rauslassen. Sowohl wie auch dieses Printen hier, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Okay, und jetzt lasst uns, und das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, das war nur einmal kurz, damit wir es nicht selber auszählen müssen. Und jetzt lasst uns doch mal hier die Tiefensuche aufrufen, damit wir direkt was zu gucken haben. Okay, das heißt, wir gucken mal ganz kurz, wie denn eigentlich unser Visited aussieht. Das heißt, wir printen mal unser Visited, damit wir auch sehen können, was da eigentlich so passiert. Ah ja, ich sollte hier oben vielleicht noch kurz einen Parse reinschreiben, sonst denkt er hier, dass da was Komisches passiert ist. Okay, ja, also wir sehen hier, wir haben eine Liste aus False, 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 sehr vielen Falses. Und das entspricht im Endeffekt genau unserem Grid, nur eben, dass statt einem Eintrag hier False drin steht. Und das ist genau das, was wir brauchen. So, was wir jetzt also machen ist ganz einfach, wir starten unsere, achso, ja, lasst mich das Fenster hier mal nochmal kurz schließen. Wir starten unsere Bodenstrich-Tiefensuche mit selbstverständlich unserem Visited und mit unserem Start-Element. Das heißt, wir sagen hier, wir starten mit Start X und Start Y. Und hier oben bekommen wir selbstverständlich Visited rein mit X und mit Y. Genau so. Und ja, hier drin machen wir im Endeffekt nichts anderes als Visited, von Y von X ist gleich True. Und ja, dann müssen wir das Ganze rekursiv wieder aufrufen. Allerdings müssen wir abbrechen, wenn wir hier natürlich beim Ende angekommen sind. Das heißt, wenn x gleich end x and y gleich end y exit von 0. So, ansonsten, also das ist quasi unsere Abbruchbedingung, ja, da sind wir dann einfach fertig mit Suchen, weil wir unser Ende gefunden haben. Ansonsten, was machen wir noch? Naja, wir usen das Ganze hier noch. Das heißt, wir sagen hier, also dieses use hat jetzt quasi eine andere Bedeutung. Wir wollen natürlich das Ganze zeichnen. Und wir zeichnen, indem wir hier das mit dem Paint Blob aufrufen. Das heißt, Paint Blob von, jetzt müsst ihr mir kurz helfen, X und Y und Blob. Das heißt, X, Y und Blob. Naja, welchen nehmen wir? Lasst uns Rot nehmen zum Malen, weil Rot ist unser Start. Okay. Gut, und ja, dann haben wir es eigentlich auch schon. Jetzt können wir einfach hier die Rekursion wieder starten. Das heißt, eigentlich gibt es nur 4 Rekursionen und zwar einmal nach links, rechts, oben, unten. Das heißt, wir haben jetzt hier 4 Möglichkeiten und zwar sagen wir einmal hier, okay, wir gehen erstmal nach oben. Nach oben hin verringert es mir mein Y um 1. Das heißt, wir sagen jetzt hier if Grid von y-1, das wäre nach oben, und von demselben x natürlich ungleich 0, ja,
beziehungsweise ist es 0? Ich habe es 0 genannt, oder? Ja, ungleich 0. Dann, achso, und natürlich noch nicht gewisited and not visited von y von x. Ups. Dann gehen wir nach oben, das heißt, wir rufen Bodenstrich-Tiefensuche mit visited und mit x und y minus 1 auf. Und der nächste Punkt, also das heißt, wir gehen zuerst immer nach oben. Der nächste Punkt ist, wir gehen nach rechts. Das bedeutet, wir erhöhen x plus 1. Achso, genau, und hier müssen wir gleich noch eine Abbruchbedingung reinpacken. Das machen wir gleich noch. Genau, wobei, das sollten wir eigentlich vielleicht zuerst, wobei. Hier sagen wir dann x plus 1 und y bleibt dasselbe. Und jetzt müssen wir hier noch eine weitere Bedingung einbauen, denn es gibt noch eine Randbedingung. Und zwar y darf ich nur auf minus 1 setzen. Achso, das sollte ich vielleicht ganz am Anfang machen, sonst habe ich ein Problem hier. Wenn y minus 1 größer ist als 0 und beziehungsweise größer gleich 0 ist und das Grid nicht belegt ist, also keine Wall ist und ich darauf gehen darf überhaupt, also es noch nicht besucht habe, dann darf ich das machen. Und hier muss ich natürlich schauen, wenn mein x plus 1 kleiner ist als, so jetzt, wie groß war unser Grid? Ich meine 35. Und da wir sowieso Rand haben, sollte das eigentlich eh nicht eintreffen. Das heißt, das ist in Ordnung so. So, und jetzt brauchen wir natürlich nochmal die anderen beiden. Das Ganze einfach nur mit x jeweils 1 verringert. Und achtet hier drauf, dass ihr kein elif benutzt, sonst habt ihr hier nämlich keine Rekursion. Das wäre ein bisschen schlecht. So, das heißt, wir haben hier einmal, da hat es mir sogar automatisch die Leerzeichen reingemacht, das ist aber lieb von euch. So, y, also das heißt, wir sagen hier x minus 1 muss größer gleich 0 sein und dann sagen wir hier selbstverständlich y und x minus 1 darf keine Wand sein und wir dürfen es noch nicht besucht haben. Dann gehen wir hier in die Rekursion mit x minus 1. Und dann haben wir hier natürlich noch y plus 1 muss kleiner sein als 35. Das sollte auch in Ordnung sein. Genauso wie y plus 1 dann die Rekursion sein wird und nicht x plus 1 hier. Und das darf natürlich keine Wall sein hier. Und wir dürfen es noch nicht besucht haben. Und dann natürlich hier in die Rekursion mit y plus 1. So, dann geben wir hier oben noch eine kleine Print-Bestätigung ein, dass wir jetzt hier auch diesen Punkt besucht haben. Visited. Und dann sagen wir hier x rein. X plus Komma plus. Und ja, ich weiß, es gibt Format Strings, aber nein, ich bin noch nicht an sie gewohnt. Und natürlich noch eine Sache, hier müssen wir dann natürlich auch die Visiteds wieder mit den jeweiligen Dingern kombinieren. Das heißt x plus 1 in diesem Fall, hier x minus 1 und hier y plus 1. So. Und ich sollte natürlich hier, sollte ich natürlich wieder die richtige Reihenfolge beachten, damit wir hier y und x nicht vertauschen. Ich glaube, das habe ich gerade aus Versehen getan, weil hier unten hatten wir das Ganze ja definiert als, wobei nein, eigentlich nicht. Okay Leute, ich habe gerade eine relativ interessante Entdeckung gemacht und zwar Sachen, die ich tatsächlich noch gar nicht wusste. Wenn man hier dieses Visited Array erstellt, dann werden die tatsächlich miteinander verknüpft. Ich habe hier jetzt automatisch, dadurch, dass ich nur 0, 0 auf True gesetzt habe, habe ich mehrere Elemente auf True gesetzt. Also ihr habt hier vorne gesehen, das ist True. Dann habe ich hier mehrere Dinge auf True. Also hier das erste Element ist auch True, obwohl es eigentlich nicht True sein sollte. Es ist irgendwie tatsächlich miteinander verknüpft. Das heißt, das ist eine Referenz. Und das hat mich leider wirklich gerade aus der Bahn geworfen. Ich habe mir das in meinem Beispiel oder in meinem Beispielcode sozusagen, den ich mir vorgeschrieben habe ich mir das anders aufgeschrieben, ein bisschen länger. Und ich dachte, die Schreibweise kann man einfach abkürzen. Aber hier tatsächlich was Interessantes für die Leute, die vielleicht auch noch keine Experten offensichtlich, wie ich auch, in Python sind. Spannend, also interessant. Was wir jetzt also hier machen müssen, ist, wir sagen, das ist erstmal eine leere Liste aus, eine einfach leere Liste. Und wir gehen jetzt hier for i in Range der Länge unseres Grids. Gehen wir durch und erstellen uns eine neue Liste L mit nichts drin.
Und am Ende fügen wir die eben in visited hinzu, visited.append, die leere Liste L, aber dazwischen sagen wir selbstverständlich noch for j in range len von grid von 0, l.append und zwar, und zwar false. So, und dadurch bekommen wir jetzt eigentlich auch, wenn ich mich jetzt wieder nicht verschrieben habe, dadurch bekommen wir jetzt eigentlich auch so eine Liste, wie wir bei Visited auch bekommen, theoretisch. Und ja, ich habe da einiges mal ausgegraut. Praktisch sieht es allerdings jetzt so aus, dass, wenn ich hier das Ding auf True setze, wenn ich hier nach True suche, auch wirklich nur ein True bekomme. Das heißt, die beiden sind jetzt hier nicht mehr voneinander abhängig. Ja? Also davor war es eben so, wenn ich eine Sache verändere, dann sind die alle irgendwie voneinander abhängig. Und das hat mich gerade mega verwirrt. Das war wirklich was Neues für mich auch, muss ich tatsächlich zugeben. Aber ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich was Neues lernen darf über Python. Vielleicht habe ich euch auch was Neues gezeigt, dass die Listen dann verknüpft sind. Das war mir neu. Okay, ja. Tatsächlich, warum das wichtig ist, ist natürlich, sonst haben wir hier tatsächlich die Abbruchbedingungen einfach die ganze Zeit nicht erfüllt, obwohl sie eigentlich erfüllt sein sollten. Und das ist natürlich Käse, dann passiert einfach gar nichts mit unserem Maze. Was wir jetzt allerdings machen hier, schauen wir uns das einmal ganz kurz an. Wir gehen hier in unser Maze rein, ich glaube, das solltet ihr auch komplett sehen können. Und die roten sind die Punkte, die wir jetzt verfolgen. Das heißt, wir starten beim Startpunkt und ihr seht, wir sind echt gut. Oh, ich sollte vielleicht hier noch nicht sys.exit sagen, sondern einfach nur return, wobei ich hier ein Deep Return machen muss, also irgendwie sowas wie window.exit on click muss ich hier dann einfügen, damit wir hier nicht aus Versehen aus unserem Programm rausgehen. So. Ja, also ihr seht, wir haben per Zufall eigentlich eine relativ gute Option gewählt, mit unserem Startpunkt anzufangen. Wir werden es gleich mal ganz kurz uns angucken. Und zwar, wir sind hier zunächst einmal nach oben gegangen, dann sind wir nach rechts gegangen. Hier hatten wir nichts mehr, dann sind wir wieder hier zurückgegangen. Und dann, also tatsächlich sind wir jeden einzelnen dieser Punkte zurückgegangen, haben gemerkt, dort gibt es nichts mehr. Und dann sind wir hier lang gegangen, hier nach unten sind wir gar nicht gegangen, wir sind weiterhin nach oben gegangen, bla bla bla. Und hier haben wir dann einfach tatsächlich fast instant den richtigen Weg gehabt. Das heißt, wir sind hier nochmal nach oben gegangen, hier haben wir alle 6 Felder genommen, aber wir sind fast sofort den richtigen Weg gegangen, was eigentlich echt ein Zufall war, mehr oder weniger. Aber ihr seht, wir hatten ein paar tote Löcher sozusagen. Aber wir haben keine Breitensuche gemacht. Eine Breitensuche hätte jetzt dazu geführt, dass ihr hier gleichzeitig nach links und nach rechts, dann da, dann da, dann da, dann da und so weiter und so fort. Und das wäre natürlich ziemlich ineffizient gewesen, weswegen man hier lieber eine Tiefensuche durchführen sollte. Eure Übung für zu Hause ist jetzt, modifiziert meinen Code, dass es eine Breitensuche wird. Und versucht da mal das zu machen. Und ja, ich bin gespannt auf eure Mazes. Vielleicht, wenn ihr an einem anderen Punkt anfangt, dann habt ihr auch mehr tote Enden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier in der Mitte anfangen würden, wäre es wahrscheinlich was anderes. Probiert da einfach mal ein bisschen aus und genießt unseren Maze Generator. Ich finde ihn nämlich ziemlich cool. Und ja, viel Spaß dabei und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis